Ja, herzlich willkommen zum Kurs in 5 Stufen zum Superhuman. Dieser Kurs liegt mir besonders am Herzen, weil er maßgeblich um die Transformation geht, um deine Transformation, um die Transformation, die jeder Mensch durchführen kann. Wichtig ist hier, dass du verstehst, dass es immer aus einer aktiven inneren Haltung rausgeht. Also du musst etwas tun, was du vorher noch nie getan hast, und dann kannst du dein Wesen, deine Person ändern. Nun bin ich hier auf Bali mit einem neuen Bewusstsein in einem neuen Körper. Und das habe ich geschafft, weil ich mir Themenbereiche angeschaut habe, die ich vorher nicht kannte. Weil ich mir Themenbereiche angeschaut habe, die ich vorher auch nicht mochte. Quasi an den Stellen gearbeitet, wo man selber nicht leiden kann, wo man Abneigungen dagegen hat, wo man sagt, das ist mir zu anstrengend, darauf habe ich keine Lust, dazu habe ich keinen Bock. Das sind oft die Stellen, wo man am meisten wachsen kann. Und jetzt ist die große Frage, die du dir stellen darfst, ist: Bist du bereit, dein Leben zu transformieren? Bist du bereit, Dinge anders zu tun, als du sie bisher getan hast? Du musst nicht alles auf einmal anders machen. Aber wichtig ist, dass du morgen etwas anders tust, als du es heute tust. Und übermorgen tust du es noch ein bisschen anders, als du es heute schon getan hast. Du darfst den Kurs als eine Chance ansehen. Ja? Dieser Kurs ist mit extrem viel Leidenschaft für die Thematik entstanden. Ich habe wirklich hunderte von Stunden da drin investiert und habe die Texte und die Videos immer wieder neu überarbeitet, um das Thema so leicht wie möglich zu machen und auch so viel Spaß wie möglich da reinzubringen. Daraus ist entstanden, dass es jetzt insgesamt 5 Themenbereiche gibt. Ich habe die 5 Themenbereiche in der Anfangsvideosequenz vorgestellt. Es geht um Entgiftung, das mentale Setting, Mineralien, Vitamine, E-Smog, quasi Digital Detox, und die kohärente Wasserstruktur, was mein persönliches Lieblingsthema ist. Und mit Sicherheit auch ein Thema sein wird, was du noch nicht so intensiv gehört hast. Der Kurs ist so aufgebaut, dass es am Anfang immer eine Videolektion gibt. Das heißt, ich nehme mir da ausführlich Zeit und bereite das Thema in der Videolektion vor. Aber ich habe auch einen sehr intensiven schriftlichen Teil. Meine Empfehlung ist, dass du beides tust. Die Videolektion kannst du im Moment anhören, wo du vielleicht unterwegs bist, zur Arbeit oder gemütlich auf dem Sofa. Der schriftliche Teil solltest du wirklich nehmen und auch als eine kleine Herausforderung ansehen, weil er definitiv intensiv ist und auch noch mit sehr, sehr, sehr viel Wissen gespickt ist. Sollte es insgesamt dir noch nicht ausreichend sein, habe ich am Ende noch mal ergänzende Literatur hinzugefügt. Das sind dann wirklich Empfehlungen für Bücher, Videolektionen auf YouTube oder auch andere Experten, die wirklich nochmal extrem tief in die Tiefe auf den jeweils einzelnen Fachgebieten gehen. Trotzdem musst du dir auch bewusst sein, dass Transformation auch immer Zeit braucht. Also es bringt definitiv nichts, diesen Kurs so schnell wie möglich zu durchlaufen, sondern wenn du merkst, dass ein Thema dich wirklich packt, nimm dir dafür auch mehrere Tage Zeit. Ja? Schau dir die Videolektion öfters an. Lese dir den Text öfters durch. Denn auch für mich ist es so, wenn ich neue Themen durchlese oder durcharbeite, dass auch beim 2. oder 3. Mal ich das Thema erst wirklich verstehe und ich manchmal Dinge überlese, die der Autor mir mitgeben wollte, die ich erst nachher verstehe. Was kannst du aus diesem Kurs am Ende mitnehmen? Also warum solltest du den Kurs machen? Die großartige Chance bei diesem Kurs ist, dass du danach jemand anders da bist. Das hört sich jetzt erstmal so groß an, ja, jemand anders da sein. Aber wenn du überlegst, wer du vor 10 Jahren warst und wer du heute bist, was ist der Unterschied? Natürlich, dein Körper ist gewachsen, ja. Du hast dich vielleicht äußerlich verändert. Aber was waren die wirklichen Dinge, die dich verändert haben? Es waren immer Dinge, die dich dazu gezwungen haben, was anders zu tun. Ja? Du hast vielleicht was an deiner Ernährung geändert. Also du isst jetzt andere Lebensmittel. Oder du hast einen anderen Job. Das heißt quasi, du tust jetzt andere Dinge. Oder du führst eine andere Beziehung. Das heißt, du führst jetzt andere Gespräche. Oder du hast jetzt ein anderes Hobby. Du tust jetzt andere Dinge in der Freizeit. Und das ist das, worum es geht. Tu Dinge anders, als du sie vorher getan hast. Und du kannst wirklich ein neues Ich kreieren. Jemand, der anders über Dinge nachdenkt. Jemand, der anders über Dinge spricht.
Und das ist eigentlich so das größte Geschenk, was wir hier haben, dass Stillstand nicht akzeptiert werden muss. Ja? Und deshalb müssen auch keine Krankheiten akzeptiert werden. Alles, was sich jetzt in deinem Körper komisch anfühlt oder Dinge, die in deinem Leben nicht gut sind, das muss nicht so bleiben. Das Leben ist dafür gemacht, um Wandel zu erzeugen, um Transformation zu erzeugen. Und es darf immer dahin gehen, wie du es dir in deinen Träumen vorstellst. Ja? Du darfst dir wirklich vorstellen, wer du sein willst. Und dann kannst du die Schritte und die Maßnahmen dafür einleiten, das zu werden, wer du sein möchtest. Natürlich aber noch einen kleinen Bonus eingebaut. Also, wer den Kurs wirklich komplett durchmacht, für den habe ich noch eine kleine Überraschung am Ende des Kurses. Stay tuned. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter. Worum geht es in dem Kurs eigentlich? Der Kurs läuft unter dem Motto Biohacking. Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, ja, was ist Biohacking überhaupt? Biohacking gibt es eigentlich schon immer. Biohacking gab es auch schon damals zu Zeiten der Mönchen. Was haben Mönche da gemacht? Mönche hatten zum Beispiel die Kapuzinerkresse. Ist die Arzneipflanze 2013 und sie hilft dabei zum Beispiel gegen Blasenbeschwerden und die haben die im Klostergarten angepflanzt. Und in dem Klostergarten waren quasi alle Pflanzen, die sie einnehmen konnten, damit ihr Körper heilt und damit der Körper wieder zu dem Optimum findet, der er am Anfang hatte. Das war das Oldschool Biohacking. Daraus ist dann am Ende des Tages auch die Pharmaindustrie und die pharmazeutischen Produkte entstanden. Biohacking ist quasi eine Stufe moderner. Beim Biohacking ist die Idee, nicht Produkte zu nehmen, um Krankheiten zu lindern, sondern sich bewusst zu machen, was braucht der Körper eigentlich, damit ich gar nicht mehr krank werde. Und das ist so das Spannende und das Faszinierende an diesem Thema, dass man sich damit ganz tief auseinandersetzt, was braucht der Mensch, was braucht der Körper eigentlich. Doch bevor man sich jetzt damit auseinandersetzt, was der Körper eigentlich braucht, muss man sich auch damit auseinandersetzen, was der Körper nicht mehr braucht. Das heißt, wie bei einem rostigen Motor, ja, den man entrostet mit einer Stahlbürste, ist es wichtig, den erst zu entrosten, bevor man wieder Öl reinfüllt oder Benzin reinfüllt oder bevor man den wieder einbaut. Und genauso ist es beim Biohacking mit dem Körper auch. Und darum geht es im ersten Kapitel. Das erste Kapitel heißt Entgiftung. Und darum geht es, was muss aus dem Körper raus, damit er wieder vollständig funktionieren kann. Das war es jetzt erstmal mit dem Einführungsvideo. Und ich freue mich mega darauf, dich morgen in dem Video Entgiftung zu sehen.